Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich was Besonderes vorbereitet. Neben mir steht ein Mercedes W201 in einem perfekten Zustand. Der Wagen sieht wie neu aus. Schau dir das an. Dieser 190er wurde im August 1993 gebaut und gehört somit zu den letzten dieser Baureihe. Bestellt wurde dieser Wagen von einem Mercedes-Mitarbeiter aus dem Werk Rastatt. Dazu werde ich aber später kommen bei der Vorstellung der Fahrzeugunterlagen. Das, was jetzt sofort auffällt, ist der sensationelle Zustand des Wagens. Er sieht nach über 30 Jahren immer noch so aus wie an dem Tag, an dem er ausgeliefert wurde. Wie man den Lack pflegen muss, damit er genauso aussieht, erfährst du in diesem Video. Ich habe es dir unten verlinkt, genauso wie diverse Pflegeprodukte. Die Chromteile glänzen perfekt, haben keine Kratzer und keine Dellen. Der Lack ist selbstverständlich original, hat keine Beschädigungen und befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand. Genau das gleiche betrifft die Aufprallleisten an den Stoßstangen, die eigentlich zu den kritischen Bereichen gehören. Auch sie sind original, ohne Kratzer und Beschädigungen. Einfach super gepflegt. Auch an den Ecken, wo man sehr oft Kampfspuren findet, ist nichts zu sehen. Die Dichtungen im Fensterbereich sind auch top gepflegt und sehen immer noch wie neu aus. Die Außenspiegel passend dazu sehen picobello aus. Hier findet man nicht mal einen Mini-Kratzer. Einfach wunderschön. Die Türgriffe sehen auch unbenutzt aus und zwar nicht deshalb, weil sie ausgetauscht wurden. Nein, sie sind auch original. Und jetzt die Radkappen. Ja, der Wagen hat keine Alufelgen, weil er so konfiguriert wurde. Und sie sehen natürlich wie am ersten Tag aus. Und jetzt ein sehr kritischer Bereich, die Wagenheberaufnahmen. Das, was man hier sieht, das ist eine dicke braune Wachs- und Fettschicht, die dafür gesorgt hat, dass sie rostfrei geblieben sind. Das ist bei dieser Baureihe wirklich sehr selten. Unten sehen wir den ersten originalen Auspuff, der bis heute gehalten hat. Passend dazu sieht auch der Rest aus. Hier ist alles trocken und rostfrei. Jetzt sind wir eine Etage höher angekommen bei der Hirschmann-Antenne, die einwandfrei funktioniert. Sie fährt vollständig aus, was der konsequenten Pflege zu verdanken ist. Ich sage es bewusst, weil es an dieser Stelle nicht immer selbstverständlich ist. Und wenn wir bei der Antenne sind, dann gibt es noch das passende Bäckerradio dazu, das bis heute drin geblieben ist und einwandfrei funktioniert. Jetzt das Schiebedach. Es funktioniert natürlich perfekt, aber das, was ich besonders interessant finde, ist die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit. Sie entsprechen dem Originalzustand, deshalb kann man die Aufnahmen als Referenz für eventuelle Vergleiche verwenden. Nun schauen wir rein und das wird dich bestimmt beeindrucken. Schon beim Einsteigen begrüßt dich der Serviceaufkleber von der Mercedes-Werkstatt. Und so sieht ein Neuwagen aus. Hier glaubt keiner, dass das Auto über 30 Jahre alt ist. Selbst die Sitzbange an dem Fahrersitz zeigt nicht mal den Ansatz einer Schwäche und das sieht an dieser Stelle meistens ganz anders aus. Hinten haben wir genau das gleiche, die Rücksitzbank sieht unbenutzt aus, hier saß wahrscheinlich noch nie einer drauf. Das passt aber zu dem Zustand des Wagens. Und genauso passend sehen auch die Türverkleidungen aus, die bei dem 190er eigentlich zu den Schwächen gehören. An dieser Stelle schwächelt meistens der Kleber, der für eine unschöne Optik sorgt. Hier, wie man sieht, sieht alles perfekt aus. Und in der direkten Nachbarschaft haben wir die Scharniere, die auch sehr guten Eindruck machen. So, jetzt komme ich aber endlich zu der Technik. Der Wagen hat ein Viergang-Schaltgetriebe, also Serienausstattung. Das heißt, dass man an dieser Stelle bei der Konfiguration sehr zurückhaltend war. Das macht aber nichts. Ich finde es wichtiger, dass auch an dieser Stelle alles wie neu aussieht. So, und jetzt noch ein ganz kurzer Blick auf das Armaturenbrett und dann komme ich gleich zu der Kilometerlaufleistung. Da sieht man sie, 98.000 Kilometer, original und nachweisbar. Genauso original wie der Scheibenwischer, der im Rahmen einer Inspektion bei Mercedes eingebaut wurde. Jetzt komme ich zu dem Herzstück des Wagens und zwar zu dem Motor. Dafür mache ich die Motorhaube auf. Das erste, was in diesem Bereich auffällt, ist der saubere Kühlerbereich und der Zettel von der Mercedes Werkstatt.
Ansonsten befindet sich hier noch der zuverlässige M102 mit 1,8 Liter Hubraum. Er leistet 109 PS und 150 Newtonmeter, die schon bei 3700 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung stehen. Der Motor sieht wie erwartet trocken und sauber aus. Das macht wirklich sehr guten Eindruck. Genauso wie die Motorhaubendämmung, die immer noch perfekt aussieht. Bei der Gelegenheit hier noch die Artikelnummer, falls es jemanden interessiert. Und jetzt noch ein kurzer Blick in den Batteriekasten. Ja, so sauber kann er aussehen. Und hier oben die Wasserkastenabdeckung, die natürlich in einem perfekten Zustand ist. Jetzt komme ich zu dem Kofferraum, der mich wirklich beeindruckt hat. Hier ist alles vollständig, das Warndreieck, Werkzeugset natürlich unbenutzt, genauso wie der gesamte Kofferraum. Hier wurde wahrscheinlich noch nie was transportiert. Deshalb sind hier keine Gebrauchsspuren sichtbar. Eine Etage tiefer sieht es genauso aus. Hier sieht alles unbenutzt aus. Das war der Kofferraum und auf dem Kofferraumdeckel befinden sich die Typenschilder, die mit ihrem Glanz sofort ins Auge fallen. Und jetzt ist der Tankbereich dran. Hier ist alles schön sauber, die Originalaufkleber sind noch vorhanden. Aus meiner Sicht befindet sich der Wagen in einem perfekten Zustand. Aber mindestens genauso beeindruckend ist die Fahrzeuggeschichte und die Dokumentation. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich mich bei dem Ulrich bedanken, dem das Auto gehört und der die Aufnahmen für das Video ermöglicht hat. So, jetzt aber zur Sache. Wir haben hier das originale Schlüssel-Ledertäschchen in der passenden Farbe und alle Schlüssel. Das Checkheft ist selbstverständlich auch vorhanden und vollständig. Alle Wartungsarbeiten und Inspektionen wurden bei Mercedes durchgeführt. Dazu gibt es alle Rechnungen und Belege, die über die Jahre gesammelt und archiviert wurden. Ja, dann haben wir hier noch eine Metallbox, die der Käufer damals bei der Fahrzeugübergabe bekommen hat. Dazu gehört auch der Reifenprofilmesser, natürlich von Mercedes. Sehr schön, noch unbenutzt. Und das ist die Preisliste von 1993, mit der der Wagen konfiguriert wurde. Und die Prospekte, die damals bei der Konfiguration geholfen haben. Das ist der Farbkatalog, bei dem sogar die Trennseite vorhanden ist. Dieser Spezialprospekt für den 1.8er ist eine absolute Seltenheit. Und passend dazu noch ein Prospekt mit der Sonderausstattung. Dieses Reparaturbuch ist eigentlich für den Werkstattgebrauch vorgesehen, befindet sich aber auch hier in den Unterlagen. Eine weitere interessante Sache, die ich gefunden habe, ist eine Rechnung von Motorenzimmer, wo der Motor geprüft wurde. Natürlich, wie man sieht, mit einem Top-Ergebnis. Und jetzt schau dir das hier an. Originale Schonbezüge für die Kopfstützen. So wie sie aussehen, wurden sie noch nie benutzt. Und eine weitere Sache, die zu dem Fahrzeug gehört, sind die Fellschonbezüge, die damals bei Mercedes bestellt wurden. Und hier sieht man, was sie gekostet haben. Der Bezug für die Rücksitzbank 650 D-Mark und 83 Pfennig. Bezüge für die Vordersitze 183 D-Mark und 50 Pfennig pro Stück. Und das, was ich extrem teuer finde, sind die Bezüge für die Kopfstützen 66 D-Mark und 50 Pfennig pro Stück. Und wenn man das alles zusammenrechnet, also Bezug für die Rücksitzbank, 2 Bezüge für die Vordersitze und 4 Bezüge für die Kopfstützen, komme ich auf eine Summe von 1283 D-Mark und 83 Pfennig. Das war damals richtig teuer. Der Wagen befindet sich deshalb in so einem guten Zustand,
weil alle 3 Besitzer eine Garage hatten und mit Liebe den Wagen gepflegt haben. Der erste Besitzer war ein Mercedes-Mitarbeiter aus dem Werk Rastatt. Er hatte das Fahrzeug von 1993 bis 1994. Von 1994 bis 2020 befand sich das Auto bei dem zweiten Besitzer. Und seit 2020 bis heute gehört das Fahrzeug meinem Kumpel. Und jetzt bist du dran. Schreib in die Kommentare, ob du schon mal einen 190er in diesem Zustand gesehen hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.